Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das bin ich, David. Ich bin Naturfilmer und Ökologe. In einem Wildtiermonitoring konnte ich zahlreiche Wildtiere in forstlich ruhenden Wäldern beobachten. Wildschweine fühlen sich extrem wohl in stillgelegten 5% Wäldern. Das zeigt auch die statistische Auswertung meiner Wildkameraaufnahmen. 1/3 und damit die häufigste Art der im Projekt aufgezeichneten Säugetiere sind Wildschweine. In einigen 5% Wäldern machen sie sogar 2/3 der aufgezeichneten Säuger aus. Wildschweine leben im Matriarchat. Die Familienrotte wird von einer erfahrenen Bache angeführt. Die Rotte besteht aus den Frischlingen der Führungsbache, ihren weiteren Nachkommen und weiblichen Jungschweinen aus dem vergangenen Jahr. Hier habe ich das unglaubliche Glück, Frischlinge nur kurz nach der Geburt zu beobachten. Sie kommen meist zwischen März und Mai zur Welt. Männliche Schweine, wie dieser Keiler, leben nur in den ersten Lebensmonaten in der Rotte. Danach ziehen sie im eigenen Verband umher. Ab dem 2. Lebensjahr leben sie dann hauptsächlich einzelgängerisch. Nur von November bis Januar, zur Paarungszeit, schließen sie sich wieder den Mutterfamilien an. Suhlen im Wald gehören zu beliebten Anlaufpunkten für die Wildschweine. Hier finden sie nicht nur eine Wasserquelle zum Trinken, sondern auch den für die Körperhygiene genutzten Schlamm. An Suhlen kann man intensiv das Sozialverhalten der Tiere beobachten. Diese beiden Jungkeiler üben zum Beispiel bereits einmal spielerisch den Männchenkampf. Neben den Suchen nach Nahrung dient der Schlamm im Sommer auch der Wärmeregulation. Zudem kapselt er Hautparasiten ein und ist ein Schutz gegen Mücken. Wahrscheinlich durch den hohen Jagddruck sind Wildschweine auch nachtaktiv. Was ich vor der Recherche zu diesem Film auch nicht wusste: sogar das Wildschwein wurde in vielen Regionen bis zur Ausrottung bejagt. So war es zum Beispiel Anfang des 17. Jahrhunderts in England, Anfang des 19. Jahrhunderts in Dänemark und auch in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz in weiten Teilen ausgerottet. Auch in Thüringen war bis in die 1940er Jahre kein Wildschwein mehr vorhanden. Ursächlich für diese für die Art zerstörerische Jagdpraxis war die Intensivierung der Landwirtschaft und die durch das Wildschwein verursachten Wildschäden. Weite Teile ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes haben sich die Wildschweine erst im 20. Jahrhundert wieder zurückerobert. Heute gehört das Wildschwein wieder zum zweithäufig bejagtesten Wild in Deutschland. Wildschweine übernehmen im Wald jedoch wichtige Funktionen. So fressen sie nicht nur die Larven von Forstschädlingen, sondern helfen auch, Wühlmausplagen einzudämmen oder verwerten Aas. Insgesamt sind sie aber Allesfresser, die sich auch an Eicheln, Wurzeln, Nüssen und Bucheckern bedienen. Wie eine Studie herausfand, hat das Wühlen nach Nahrung aber noch einen weiteren positiven Nebeneffekt. Verbunden mit dem Aufbrechen des Bodens ist eine Verschiebung des Artenspektrums zu kurzlebigen Arten in diesen Bereichen und damit auch eine Erhöhung der Artenvielfalt. Damit leistet das Wildschwein indirekt einen Beitrag zum botanischen Artenschutz. Besonders spannend fand ich dieses gescheckte Wildschwein, welches so ganz anders als seine Artgenossen aussah. Dabei handelt es sich offenbar um ein selten zu beobachtendes Phänomen, welches auf eine vergangene Kreuzung zwischen Haus- und Wildschwein zurückzuführen ist. Das gefleckte Aussehen auf hellem Grund wird rezessiv vererbt. Betrachtet man die kleinen Frischlinge, welche die Bache im Schlepptau hat, genauer, fällt auf, dass auch eines der Jungen offenbar die besondere Färbung geerbt hat. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig über deine Unterstützung, zum Beispiel über PayPal, freuen. Informationen dazu findest du in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!